Hallo und herzlich willkommen hier aus der Kommentatorenkabine. Ich kommentiere heute den gesamten Wettkampf aus Dortmund aus der Lucy Distance Sicht. Wir beginnen mit André Rohling über die 800 Meter. Der eigentliche 400 Meter Spezialist wagt sich dieses Jahr ein bisschen öfter auf die ungewöhnlichen 800 Meter. Und da geht es auch schon los. Ganz außen auf Bahn 7, fast ganz außen auf Bahn 7, im roten Trikot. Jetzt ist für ihn etwas ungewöhnlich, jetzt geht es gleich aus der Bahn raus. Dieses Jahr ist er auch schon mal 800 Meter komplett in Bahnen gelaufen aufgrund von Corona. Das war, glaube ich, fast sein erster 800 Meter Lauf. Also wirklich sehr ungewöhnliche Strecke für ihn. Aber er hält sich da erstmal ganz gut, hält den Anschluss da zur Spitzengruppe und lässt da nicht abreißen. Sein Schritt verhältnismäßig locker, wenn man das mit seinen 400 Meter Läufen vergleicht, kann da locker erstmal mitlaufen. Und jetzt gucken wir gleich mal auf die Zwischenzeit. 59,5. Das ist ein bisschen langsam, würde ich fast schon sagen, für ihn. 1,59 ist er, glaube ich, bei seinem ersten 800 Meter Wettkampf gelaufen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt geht die entscheidende Phase los, 500 bis 600 Meter. Da muss er jetzt leider ein bisschen einstecken. Ja, da überholen ihn jetzt ein paar. Aber die Zielgerade kommt ja noch. Er hat natürlich die gewisse Endgeschwindigkeit und die versucht er jetzt nochmal auszupacken, aber der muss auch schon ganz schön auf die Zähne beißen. So, und vielleicht kriegt er da jetzt noch einen, den im Schwarzen, aber lässt auch schon ein bisschen austrudeln. 2:01,3 ist auf jeden Fall in Ordnung, aber so ganz zufrieden wird er sich damit nicht geben. So, wir machen weiter mit Erik Siemer über die 1500 Meter. Ganz außen im roten Trikot mit den weiß-schwarzen Spikes und Socken. Hier muss man dazu sagen, er ist der schnellste in diesem 1500 Meter Lauf. Und für ihn bleiben da wenig Optionen, als nach vorne zu gehen und das Tempo zu übernehmen. Und das macht er jetzt auch sehr konsequent. Also geht er vorweg und prügelt da fast schon ein Tempo runter. Jetzt schauen wir gleich mal auf die erste Zwischenzeit. 63,8. Das ist genau 4 Minuten, fast genau 4 Minuten Tempo. Und er versucht auch nicht mal, die anderen mal nach vorne zu lassen, sondern macht da konsequent weiter. Aus meiner Sicht hier ein kleiner Fehler. 2:09 jetzt ein bisschen langsam geworden, aber es ist noch im Tempo. Und jetzt merkt man schon dass er da ein bisschen schwächelt und dass er da ein bisschen beißen muss. Und jetzt wird er hier bei 1200 Metern auch überholt. Da kann er nicht mehr mitgehen. Ja, die anderen konnten da Energie sparen, indem sie hinter ihm hergelaufen sind. Und Erik versucht da sich jetzt noch so gut wie möglich zu halten. Die Knie gehen nicht mehr ganz so hoch. Aber den Platz kann er jetzt verteidigen, also da lässt er sich nicht nochmal holen. Vorne sind die knapp unter 4 gelaufen und er jetzt in 4:03,9. Das ist für ihn natürlich eher enttäuschend. Damit wird er sich nicht zufrieden geben. Aber unter diesen Umständen, dass er wirklich die ganze Zeit vorne hergelaufen wird, ist es vielleicht in Ordnung. So, kommen wir nun zum Highlight, würde ich sagen, der 3000 Meter mit Steffen und Nils. 3000 Meter Lauf mit gleich 2 von der LG Osnabrück. Die Devise des Trainers war klar, erstmal locker mitlaufen, nicht überpacen und einfach Energie sparen, so gut es geht. Das machen die beiden auch erstmal ganz gut, rollen da einfach mit, halten sich da aus allem Möglichen raus. So, die ersten 1000 Meter in 2:57 und man sieht jetzt, die beiden, die arbeiten zusammen, ja? Laufen da hintereinander her und Steffen orientiert sich da sehr an Nils und jetzt in der Verfolgergruppe geht dann Nils nach vorne und will den Anschluss finden an die Spitzengruppe und Steffen zieht da mit. Ja? Die sind ein Team. Da, jetzt sieht man es. Die beiden zusammen. Die Lücke ist aber noch ganz schön groß. 5:51. Jetzt der zweite Kilometer etwas schneller und jetzt sind sie schon an der Spitzengruppe dran. Haben sich da zusammen rangerobbt und mal sehen, wie es jetzt noch weitergeht. Jetzt kommt die Attacke von Nils. Nils reißt direkt da eine Lücke. Da kann Steffen jetzt nicht mehr ganz mitgehen. Und die Lücke wird immer größer. Da hat Nils ordentlich große Lücke gerissen. Aber auch Steffen distanziert sich hier von seinem Verfolger. Und jetzt geht es hier in die letzte Runde. Nils hat da mit seiner Attacke die anderen außer Gefecht gesetzt und läuft jetzt 8:42 persönliche Bestleistung für ihn. Und Steffen direkt dahinter 8:46. Auch eine persönliche Bestleistung. Damit können sich Steffen und Nils auf jeden Fall zufrieden geben. Das sind 2 sehr, sehr starke Bestleistungen in einem progressiv gelaufenen Rennen. Und das kann ich hier auch nur noch mal unterstreichen. Großen Dank an die LG Olympia Dortmund für die Organisation des Wettkampfes. Bis zum nächsten Mal.